Viele Menschen mit Hüftschmerzen machen etwas voll unbewusst. Sie strecken die Hüfte nicht mehr vollständig und gehen dadurch in eine leichte Beugung der Hüfte. Diese Schonhaltung ist ein Versuch deines Körpers, den Druck im Hüftgelenk zu reduzieren und Schmerzen zu vermeiden. Was sich kurzfristig oft besser anfühlt, kann langfristig dazu führen, dass deine Muskulatur sich negativ anpasst und sogar dein unteren Rücken dadurch überbelastet wird und Schmerzen entwickelt. In diesem Video schauen wir uns an, warum diese Schonhaltung überhaupt entsteht, welche Kettenreaktion sie in deinen Körper auslöst und vor allem, wie du aus dieser Beugung zurück in eine aufrechte, belastbare Hüftstreckung kommst. Und wenn du jemanden kennst, der ständig mit Hüft- oder Leistenschmerzen zu kämpfen hat, dann teile dieses Video mit ihm. Das könnte wirklich einen Unterschied machen. Wenn Schmerzen im Hüftgelenk auftreten, zum Beispiel bei Reizung oder einer Arthrose, nimmt der Körper instinktiv eine leichte Beugung ein. Warum? In etwa 15 bis 30 Grad Hüftbeugung, also nur diese minimale Beugung, hat das Gelenk den geringsten Innendruck und die Gelenkkapsel am meisten Platz. Dein Körper wählt also den Weg des geringsten Widerstands, um Schmerzen zu vermeiden. Zusätzlich gilt, bei einer Reizung reagiert die vordere Gelenkskapsel besonders empfindlich. In Streckung wird sie stärker gespannt, in die Beugung hat sie mehr Raum. Dein Körper wählt also nicht die perfekte Haltung, sondern die schmerzärmste Position in diesem Moment. Das Problem entsteht, wenn diese Position bleibt. Denn dauerhaft führt diese Ausweichstrategie zur Anpassung im Gewebe. Der Hüftbeuger erhöht seine Spannung und lässt sich dann schwerer dehnen. Und die vordere Gelenkskapsel verliert langfristig ihre Elastizität. Dadurch wird der Hüftkopf permanent gegen den vorderen Pfannenrand gedrückt. Das befeuert den Schmerzzyklus weiter. Dazu kommt, dass die veränderte Haltung eine Kettenreaktion im Rücken auslöst. Denn wenn die Hüfte nicht mehr sauber in die Streckung kommt, muss dein Becken nach vorne kippen. Um trotzdem aufrecht zu schauen, gehst du in den unteren Rücken in den Hohlkreuz. Diese Schonhaltung wandert also von der Hüfte direkt in der Lendenwirbelsäule. Der unteren Rücken übernimmt viel mehr Bewegung, die eigentlich die Hüfte machen sollte. Gleichzeitig passiert etwas Entscheidendes in dem Muskelzusammenspiel. Ohne die komplette Streckung kann dein Gesäßmuskel nicht mehr effizient arbeiten. Er spannt weniger. Stattdessen müssen die Rückseite der Oberschenkel und der unteren Rücken die Arbeit übernehmen. Das veränderte Bewegungsmuster ist eine Art Umprogrammierung des Nervensystems. Schmerzvermeidung wird wichtiger als optimale Lastverteilung. Das Ergebnis? Die Belastung verschiebt sich immer weiter nach vorne im Hüftgelenk und nach hinten in den unteren Rücken. Kurz gesagt, die Schonhaltung schützt kurzfristig, verändert aber langfristig die gesamte Bewegungsmechanik. Und jetzt zeige ich dir 5 Übungen, die genau hier ansetzen. Mehr Hüftstreckung, bessere Aktivierung der Gesäßmuskulatur und weniger Schonhaltung. Und das alles ganz einfach in deinem Wohnzimmer, ohne viel Schnickschnack. Wir beginnen mit der Hüftstreckung. Dafür solltest du dich mit der betroffenen Seite, also da, wo du diese Beugungsstellung hast, kniest du auf dem Sofa drauf. Den Unterschenkel versuchst du so weit nach hinten zu bringen, bis dein Fuß an der Lehne rankommt. In dieser Position müsstest du schon hier vorne an der Oberschenkel eine Dehnung spüren. Aber wir wollen nicht nur den Oberschenkelmuskel dehnen, wir wollen den Hüftbeuger mehr Beweglichkeit verschaffen. Und dafür stellst du dich aufrecht hin,
Achte darauf, dass du nicht zu doll in Hohlkreuz fällst. So, Oberkörper ist gerade. Das Gewicht ist gut verteilt zwischen den beiden Beinen. Dein Oberkörper ist aufrecht. Versuche als erstes Schambein Richtung Brustbein zu bringen. In diese Position, wenn du einfach mal das Schambein nach oben führst, wirst du automatisch vorne an der Hüfte diese Dehnung spüren. Genau das ist, was wir haben wollen. Verbleibe in dieser Position, also Schambein zum Brustbein, dein Rücken geht von dem Hohlkreuz weg und dann schiebst du das Becken nach vorne in diese Bewegung und lässt es dann wieder los. Behalte Schambein zum Brustbein, Bauchmuskulatur ist aktiv und du schiebst das Becken nach vorne und dann wieder los. Wichtig ist, dass du es nicht nur an der Oberschenkel spüren solltest, sondern wirklich hier vorne an der Hüfte. Schambein zum Brustbein, dadurch erreichst du das. Und dann schieb dein Becken, dein gesamten Becken nach vorne, ohne in Hohlkreuz zu fallen. Bleib in dieser Position, wo du die Spannung hast. Lass ein kleines bisschen wieder los und dann wieder. Becken nach vorne, Schambein zum Brustbein, Oberkörper aufrecht. Und lass dann wieder los. Diese Übung ist super, hat weniger Belastung, schafft dir auch eine schöne Dehnung und die Erhöhung der Beweglichkeit und selbstverständlich auch gerne auf der anderen Seite. Knie nach hinten, Unterschenkel an der Lehne, Gewicht gut verteilt, Schambein zum Brustbein ran und dann das Becken nach vorne schieben, ohne dass du in Hohlkreuz gehst. Auch den Rumpf soll nicht nach vorne gehen, weil dann wirst du gar nichts mehr spüren, weil wenn der Rumpf nach vorne kommt, hast du eine Beugung in der Hüfte und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja eine Streckung haben. Oberkörper gerade, Schambein zum Brustbein, Becken nach vorne führen und dann wieder los. Becken nach vorne führen und dann wieder los. Im Grunde genommen bringst du das gesamte Rumpf nach vorne, nur dass du den Start, da wo du schiebst, sollte eher das Becken sein und nicht den Oberkörper. 15 Wiederholungen solltest du von jeder Seite durchführen und im besten Fall machst du 2 Serien davon. Für die zweite Übung kannst du dich einfach mal hinlegen. Leg deine Füße auf die Armlehne drauf. Falls dein Sofa keine Armlehne hast, dann gerne ein paar Decken oder irgendwas, was zusammengerollt dir einen bestimmten Widerstand gibt, okay? Die Knie sollen durchgestreckt bleiben und von dieser Position aus solltest du dann versuchen, zuerst dein Gesäß anspannen, also Pobacken zusammenkneifen und dann schiebst du dein Becken ganz weit nach oben. Hier müsstest du in die Streckung reinkommen und vor allem musst du auch das Gefühl haben, dass du unten vom Gesäß an, da solltest du die Muskulatur spüren. Bleib in der Position für ein paar Sekunden und geh dann langsam wieder runter. Zieh das Schambein zum Brustbein, Ferse gut aufgestellt und hebe dann die Hüfte hoch. Ziel ist, dass du wirklich hier in einer kompletten Streckung bist. Diese Variante, wo man von den beiden Beinen aufgestellt dann hochgeht, ist häufig das Problem, dass viele Patienten nicht in die Streckung hochkommen. Die bleiben immer in dieser Beugungsstellung. Und somit hast du nicht die Effektivität, was man haben will, um deine Hüfte wieder zu strecken. Die Beine kommen auf der Armlehne drauf. Als erstes Gesäßmuskel anspannen, Pobacke zusammenkneifen und von dieser Position hebst du dann das Becken hoch, dass du in die Überstreckung reinkommst. Bleib hier oben für 2 bis 3 Sekunden und geh dann langsam ein bisschen wieder runter, die Spannung aber nicht verlieren und dann gleich wieder hoch. Einfach, dass der Po komplett von der Sitzfläche hochhebt, bleibst kurz oben und dann senkst du es leicht wieder, Spannung nicht verlieren, um dann wieder gleich hochgehen. Du bleibst also die gesamte Zeit mit so einer leichten Spannung, verstärkst es nur und lässt es dann ein bisschen weniger, um dann wieder kraftvoll nach oben dein Becken Richtung Decke zu bewegen. 12 bis 15 Wiederholungen solltest du durchführen
Und im besten Fall machst du das Ganze noch 2-mal. Für die nächste Übung kniest du dich auf dem Boden direkt neben dem Sofa. Das Bein, das du trainieren willst, beziehungsweise die Hüfte, das ist das Bein, was jetzt auf dem Kissen draufkommt. In dem Fall wäre das jetzt halt meine rechte Seite. Das rechte Seite kommt jetzt kniend auf das Kissen drauf. Das linke Bein bleibt hier vorne gebeugt. Das ist nur fürs Gleichgewicht. Deine Hände kommen verschränkt jetzt vor dem Brustkorb. Und das Ziel ist, dass du jetzt mit dem geraden Rücken in eine Linie nach hinten kommst. Das heißt, du wirst deinen gesamten Rumpf von Hüfte, Schulter nach hinten bewegen. So soll das dann aussehen. Fußspitze bleibt auf dem Boden, Knie auf dem Kissen. Du senkst deinen geraden Rücken nach hinten. Versuchst in eine schöne Linie zu bleiben, bis du hier vorne an der Hüfte die Spannung spürst. Nicht mit dem Oberkörper abweichen, sondern ganz bewusst gerade bleiben. Dein Bauch ist angespannt, dein Hüftbeuge und dann kommst du wieder zurück. Das Schwierigste bei dieser Übung ist, dein Oberkörper in diese gerade Linie nach hinten zu führen, in eine aktive Dehnung reinzugehen, in der dein Muskel Kraft machen muss und gleichzeitig auch aktiv in die Dehnung reinkommt und dann wieder nach vorne. Keine ruckartige Bewegung, langsam und kontrolliert nach hinten, nicht in Hohlkreuz fallen und auch nicht den Oberkörper nach vorne bewegen, in eine Linie, Hüfte und Schulter und dann kontrolliert nach hinten, bis du die Spannung an der Oberschenkel spürst. Bleib dort ein paar Sekunden und komm dann wieder kontrolliert nach vorne. Kontrolliert nach hinten gehen, kurz halten, bis du die Spannung dort spürst und dann wieder nach vorne. Diese Übung, was es schwer macht, ist es kontrolliert zu machen und gleichzeitig auch stabil zu bleiben. Dein Bauchmuskel muss arbeiten, dein Hüftbeuger muss arbeiten und vor allem in die Streckung, in die gezielte Streckung reinzukommen. Und dann wieder zurück. 12 bis 15 Wiederholungen solltest du durchführen und vor allem bei Hüftbeschwerden mach es immer beidseitig. Da dein Gesäßmuskel auf der anderen Seite häufig genau in die gleiche Schonhaltung reinkommt, ist es auch wichtig, beidseitig zu trainieren. Oberkörper gerade, das eine Bein steht vorne, dein Rumpf ist stabil und dann gehst du mit dem geraden Rumpf nach hinten, bis du die leichte Spannung in der Hüfte spürst und komm dann wieder gezielt nach vorne hin. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden und im besten Fall führst du die Übung dann 2-mal durch. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit unseren 2 letzten Übungen. Bei diesen beiden Übungen geht es nun um die Aktivierung von deinem Gesäßmuskel, von deinem Gluteus. Und Patienten, die eine Einschränkung haben von der Hüftstreckung, machen das dann halt viel zu viel über den Rücken. Mit dieser Übung versuchst du dann gezielt den Rücken auszuschalten, damit dein Gesäßmuskel mehr arbeiten kann. Du kniest dich vor deinem Sofa, den Oberkörper jetzt ablehnen auf die Sofalehne. Dein Knie bleibt gebeugt, Fuß ist jetzt aufgestellt. Versuche nun bewusst die 90-Grad-Stellung von dem Knie zu behalten und den Rücken gerade zu halten. Und von dieser Position aus bewegst du dann die Ferse nach oben Richtung Decke. Behalte das 90 Grad und komm dann langsam wieder runter. Du solltest spüren, wenn du jetzt die rechte Seite hochhebst, dein Becken ist stabil, die weicht nicht ab und du wirst mehr Druck mit den rechten Ellenbogen auf dem Sofa geben und dann wieder runterkommen. Heben hoch, bewusst den Gesäßmuskel anspannen, Knie bleibt in 90 Grad
und dann wieder senken. Um die Übung noch schwerer zu machen, kannst du gerne dann so eine kleine Gewichtsmanschetten an der Ferse befestigen und dann wird die Übung noch schwerer. Achte auf die Qualität der Bewegung. Zuerst Gesäß anspannen, der Rumpf bleibt stabil und dann Ferse nach oben Richtung Decke bewegen. 12 bis 15 Wiederholungen und auch hier genau das gleiche auf der anderen Seite. Rumpf stabil lassen in eine Linie. Achte darauf, dass dein Becken nicht dreht, sondern ganz stabil und gerade bleibt. Und von der Position aus Ferse aufgestellt, Knie 90 Grad, Ferse nach oben Richtung Decke bewegen. Achte darauf, dass dein Fuß nicht weiter zu Po kommt, weil dadurch wird die Übung dann viel zu leicht. Lass das Knie 90 Grad, Ferse zu Po, oben kurz bleiben und dann wieder senken. Oben kurz bleiben und dann wieder senken. 12 bis 15 Wiederholungen und im besten Fall machst du das Ganze für 2 Mal. Und für unsere letzte Übung stellst du dich einfach neben einer Wand bzw. zu einer Wand hin. Das erste ist es, deine Hände sind an der Wand dran, deine Ellenbogen sind durchgestreckt. Das sorgt dafür, dass du oben ein stabiler Anker hast, nicht abweichen kannst von dem Rumpf. Denk dran, wir wollen nicht, dass dein unteren Rücken die Bewegung von deiner Hüfte übernimmt. Wir wollen ja den Rücken entlasten. Stell dich zur Wand hin, Ellenbogen durchgestreckt, Schulterblätter stabil, Bauch angespannt. Du beginnst mit dem Fuß vorne, deine Ellenbogen sind durchgestreckt, dein Bauch ist aktiv, nicht im Hohlkreuz reinkommen. Von dieser Position aus streckst du die Hüfte nach hinten. Die reine Streckung der Hüfte ist gar nicht so eine riesengroße Bewegung. Wichtig ist, dass es vom Gesäß kommt und nicht von den unteren Rücken. Also die Bewegung, die du unbedingt vermeiden willst, ist diese in Hohlkreuz gehen. Das sollte nicht passieren. Genauso wie deine Ellenbogen auch nicht in die Beugung reinkommen sollen. Qualität kommt vor Quantität. Hände an die Wand, Ellenbogen durchgestreckt, Rumpf stabil. Die Hüfte kommt von einer leichten Beugung bis eine leichte Streckung, auch nicht nach außen abweichen, sondern ganz gezielt nur kurz strecken und wieder zurück. Du wirst merken, sobald du dich darauf konzentrierst, die Bewegung nur von der Hüfte her zu holen, fällt es auch viele Patienten viel schwieriger, weil sie so gewohnt sind, in diese Schonhaltung reinzugehen, dass sie die Qualität von der Hüftstreckung total verlieren. Um die Übung dann halt noch schwerer zu machen, kannst du sehr gerne so einen kleinen Gummiband nehmen, unten an den Sprunggelenk fixieren, wieder Hände stabil an die Wand, Beine hüftbreit auseinander, nicht zulassen, dass das Gummiband dein Bein nach innen bewegt, schließen sozusagen. Und dann versuchst du, das Bein gestreckt nach hinten zu bringen und wieder zurück. Gestreckt nach hinten zu bringen und wieder zurück. So kurz, dass du nicht in den Hohlkreuz fällst und dein Rumpf sich nicht Richtung Wand abweicht. Genau das gleiche auch gerne auf der anderen Seite. Stell dich auf dein kompletten Gewicht auf das Standbein drauf, Ellenbogen durchgestreckt und dann die Hüfte ein kleines bisschen nach hinten und wieder zurück. Kleines bisschen nach hinten und wieder zurück. Bewusst und ganz konkret Schambein zum Brustbein, Bauch ist aktiv, den Rücken bewegt sich nicht in Hohlkreuz fallen, sondern geraden Rücken, nur die Hüfte nach hinten bewegen und dann wieder zurücklassen. Bleib ein paar Sekunden hinten, spann bewusst dein Gesäßmuskel an und lass es dann wieder los. 2 Serien von mindestens 12 Wiederholungen solltest du durchführen. Diese Übungen können dir gut dabei helfen, aus dieser Schonhaltung rauszukommen und die volle Streckung deiner Hüftgelenke wieder zu erreichen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!